Eigentlich sollte es im heutigen Video ja um indischen Schmuck gehen, aber wie könnte ich an einem so wichtigen Tag über Schmuck reden? Schließlich feiert Indien heute seine Unabhängigkeit. Wey, Namaste! Herzlich willkommen bei Indien für Anfänger. Ich bin eure Latoya und ich freue mich sehr, dass ihr heute zu diesem Thema wieder eingeschaltet habt. Falls ihr indische Freunde oder Bekannte habt, solltet ihr ihnen heute vielleicht gratulieren. Warum? Es ist der indische Unabhängigkeitstag. Hey, ja und? Am Tag der deutschen Einheit krieg ich auch nicht gratuliert. Na gut, das ist aber auch ein bisschen was anderes. Nach einem vom Deutschen Reich provozierten Krieg wurde das Land zur Strafe geteilt und schlussendlich in einer friedlichen Revolution wiedervereinigt. Indien jedoch wurde völlig unverschuldet von Großbritannien nach und nach erobert, ausgebeutet und schließlich nach einem langen, harten Kampf wieder in die Freiheit entlassen. Ich finde, das ist schon etwas anders. Eigentlich hat es ja relativ harmlos angefangen. Im 17. Jahrhundert begann die britische Ostindien-Kompanie, einige Handelsposten in Indien aufzubauen. Nach ungefähr einem Jahrhundert erfolgreicher Handelsbeziehungen strebte das Unternehmen jedoch nach mehr und begann im Verlaufe des 18. Jahrhunderts damit, sein Territorium und seine Befugnisse mit Waffengewalt auszuweiten. Indien war zu dieser Zeit ein leichtes Ziel, denn es war von inneren Konflikten zerrissen. Und so schaffte es die britische Ostindien-Kompanie, sogar ein Steuerprivileg und Verwaltungsbefugnisse zu erhalten. Das wurde jedoch ausgenutzt und so fühlten sich mehr und mehr Inder zunehmend von diesem neuen Herrscher unterdrückt, weshalb es zu vielen Aufständen kam, die jedes Mal blutig und sehr gewaltsam niedergeschlagen wurden. Schließlich kam es im Jahr 1770 zu einer furchtbaren Hungersnot in Bengalen, bei der ca. 1/3 der dortigen Bevölkerung starben. Haupttreiber dieser Hungersnot, da ist sich die Forschung heute relativ einig, war die britische Ostindien-Kompanie. Diese hatte in den Jahren zuvor mehr und mehr Felder für die Nahrungsmittelproduktion umgewidmet in Felder für Luxusgüterproduktion für die Reichen in England. Aber das war noch nicht das Ende der Profitgier dieses Unternehmens. Es wurde ein Lagerverbot für Reis erlassen und drastisch erhöhte Steuern auf Lebensmittel und in Kombination mit einer Dürre führte das eben zu dieser Hungersnot. Wohlgemerkt, während die Armee der Ostindien-Kompanie weiterhin sehr gut zu essen hatte. Ein knappes Jahrhundert später kam es zum sogenannten Indischen Aufstand. Dieser war wie viele zuvor eine Auflehnung gegen die extrem brutale und ausbeuterische Politik der britischen Ostindien-Kompanie, wurde jedoch auch niedergeschlagen. Schließlich übernahm im Jahr 1858 die britische Krone die Kontrolle über das riesige Land und drückte ihm seinen Stempel und seine Wertevorstellungen auf. Neue Energie bekam die Unabhängigkeitsbewegung durch das Engagement von Mohandas Karamchand Gandhi, den ihr wahrscheinlich eher unter seinem Ehrennamen Mahatma kennt. Dieser rief bereits kurz nach dem Ersten Weltkrieg zum Boykott britischer Waren auf und zu friedlichen Protesten. Im Zuge dessen wurde er unzählige Male von den Briten verhaftet, aber das tat seiner Beliebtheit keinen Abbruch, ganz im Gegenteil. Nach dem aufsehenerregenden Salzmarsch 1930 wurden Gandhi und seine Anhänger schließlich an den Verhandlungstisch gebeten und das schwächelnde britische Königreich musste sich allmählich aus seiner größten Kolonie zurückziehen. Leider entflammte in dieser Zeit ein schier unüberwindbarer Konflikt zwischen Hindus und Moslems und so wurde beschlossen, das Land zu teilen. Indien sollte für die Hindus sein, Pakistan für die Moslems und Sikkim für die Buddhisten, aber das wurde kurze Zeit später wieder von Indien annektiert. Diese Teilung war unfassbar blutig, forderte viele Opfer und machte Millionen Menschen zu Flüchtlingen. Aber trotz all dem sind beide Länder immer noch sehr stolz auf ihren Unabhängigkeitstag. Nach vielen Jahrzehnten des Widerstands und der Auseinandersetzung wurde Indien am 15. August 1947 schließlich von seinem Kolonialherrn Großbritannien unabhängig. Tatsächlich war das Land jedoch noch bis zum 26. Januar 1950, dem Tag der offiziellen Verkündigung der Verfassung, Teil des britischen Commonwealths und somit der britische König Staatsoberhaupt von Indien. Deswegen ist der 26. Januar in Indien auch ein weiterer sehr wichtiger Feiertag, der sogenannte Tag der Republik. Wie ihr seht, war es für Indien ein langer und steiniger Weg zur vollen Souveränität und deswegen finde ich, dass man schon in vollen Zügen feiern kann, dass sich das Land zu seiner Unabhängigkeit gekämpft hat. Erst recht, da es in den letzten Jahrzehnten weitgehend friedlich vonstatten ging. Am 15. August gibt es deshalb im ganzen Land Feiern und kulturelle Veranstaltungen. Ich war selber schon dort und ich kann euch sagen, es ist mega ansteckend. Die Stimmung ist der Wahnsinn. Wir waren in Mumbai und dort haben ganz viele verschiedene Gruppen versucht, möglichst hohe Menschenpyramiden zu bauen. Schaut einfach mal her. Es ist echt cool. Die größten Feiern gibt es natürlich in der Hauptstadt Neu-Delhi. So wird über dem Roten Vor eine riesige Indienflagge gehisst und der Premierminister hält eine Ansprache an die Nation.
Ansonsten haben sich im ganzen Land kulturelle Traditionen herausgebildet, zum Beispiel eben das Menschenpyramiden bauen in Mumbai oder in verschiedenen Landesteilen werden auch Drachenwettkämpfe ausgetragen. Übrigens wird auch in Deutschland gefeiert. Viele indische Restaurants bieten spezielle Unabhängigkeitstagsmenüs an und die indische Botschaft zelebriert das traditionelle Flaggenhissen. Und natürlich gibt es, wenn nicht gerade Corona ist, auch viele kulturelle Events. Ich hoffe, ihr könnt jetzt ein bisschen besser nachvollziehen, warum am 15. August ganz viele Inder sehr patriotisch werden und in Feierstimmung sind. Indiens Weg zur Unabhängigkeit war wirklich kein leichter und so ist es umso schöner, dass das Land sich heute als größte Demokratie der Welt bezeichnen kann und trotz allem, trotz der Kolonialherrschaft, seine Wurzeln und seine Kultur nicht verloren hat. Wie ist das bei euch? Wart ihr schon mal auf einer Feier zum indischen Unabhängigkeitstag? Findet ihr, man kann Indien und Deutschland überhaupt da vergleichen? Schreibt's mir doch in die Kommentare und vergesst nicht, das Video zu liken. Nächste Woche gibt's dann, wie versprochen, das Video zu indischem Schmuck. Ich danke euch fürs Zuschauen, Dhanyavad. Und für alle meine indischen Zuschauer, Happy Independence Day!